Ayubowan an alle, das sri-lankische Neujahr rückt näher und es ist Zeit, die dazugehörigen Spezialitäten vorzubereiten. Und Yummy Dish Yummy zeigt euch heute, wie wir Veli Thalepe zubereiten. Manche nennen Veli Thalepe auch Sourdough. Viele denken, dass Veli Thalepe ein sehr kompliziertes Rezept ist. Das ist es aber nicht. Veli Thalepe ist eine sehr leckere Süßigkeit, die eigentlich jeder zubereiten kann. Dann lasst uns mal schauen, was wir für die Zubereitung von Veli Thalepe benötigen. Unsere Hauptzutat ist Reismehl, davon haben wir 300 Gramm hierzu genommen. Und dann 150 Gramm Kokosnuss, 250 Gramm Zucker, 350 Milliliter kochendes Wasser, um das Karamell herzustellen, 150 Milliliter Wasser, um kleine Mehlbällchen herzustellen, dann noch 5 Kardamons gut zerdrückt und zum Schluss ein Teelöffel Salz. Um mit der Herstellung der kleinen Mehlbällchen zu beginnen, geben wir 3/4 Teelöffel Salz in unser Wasser. Danach geben wir das Mehl in eine größere Schüssel, wie ihr das gerade in dem Video jetzt seht. Dann geben wir die Kokosnuss noch zum Mehl hinzu und mischen die zwei Zutaten gut miteinander. Wir sind nun mit dem Mischen fertig. Jetzt geben wir nach und nach von unserem Salzwasser etwas hinzu und formen aus dem Mehl kleine Kügelchen. Wir benutzen einen Teelöffel, um das Wasser hinzuzufügen. Ihr könnt auch eure Fingerspitzen benutzen. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu viel Wasser hinzugibt. Gebt immer nach und nach etwas Wasser hinzu, sodass kleine Kugeln entstehen können. Bewege nun eure Hand in Kreisen, ohne viel Druck auf das Mehl zu geben. Und das ist der Vorgang, der die kleinen Mehlkugeln macht. Wie ihr jetzt gerade in dem Video sehen könnt, die größeren Mehlkugeln einfach mit der Hand in kleinere zerbrechen. Ihr könnt auch jetzt sehen, wie die kleinen Kugeln entstehen, indem ihr eure Hand im Kreis bewegt. Danach geben wir die bereits hergestellte Mehlkugelchen in eine andere Schüssel. Jetzt geben wir wieder nach und nach Wasser hinzu und formen weitere kleine Mehlbällchen. Dies ist der Weg oder die Vorgehensweise, die wir unsere kleinen Mehlbällchen herstellen. Okay, dann zeigen wir euch mal jetzt eine weitere einfache Methode, wie wir die kleinen Mehlbällchen herstellen können. Geben wir erstmal etwas Mehl in eine separate kleinere Schale hinzu. Als nächstes geben wir wie vorhin ein wenig Wasser hinzu und verwenden einen Schneebesen, um die kleinen Mehlkügelchen zu formen. Wie ihr im Video seht, bewegen wir den Schneebesen in Kreisen, wie wir es vorhin mit der Hand gemacht haben. Seht ihr, wie schnell und einfach die kleinen Mehlbällchen mit dem Schneebesen entstehen? Ihr könnt jetzt auch sehen, dass aus dem zugegebenen Mehl winzige kleine Mehlbällchen entstanden sind. Jetzt könnt ihr wie vorhin die größere Mehlkugel mit der Hand oder mit dem Schneebesen in kleinere zerbrechen. So sehen dann unsere kleinen Mehlbällchen, die wir mit dem Schneebesen einfach und schön gemacht haben. Diese fertige kleine Mehlbällchen geben wir jetzt auch zu den Rest hinzu. Danach geben wir wieder etwas Mehl in die kleine Schüssel, etwas Wasser und wiederholen den ganzen Vorgang von vorne. Dies ist die Schüssel mit all den kleinen Mehlkügelchen, die wir für die Herstellung von Veli Thalepe gemacht haben. Das wollen wir jetzt dämpfen. Zum Dämpfen benutzen wir unser Reiskocher.
Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch einen Dampftopf oder eine andere Methode verwenden. Wenn ihr wieder vor dem Dämpfen größere Mehlkugelchen seht, einfach auf dem Küchentuch in kleinere Kügelchen zerbrechen. Seht ihr, wie schön die kleinen Mehlbällchen aussehen? Unsere Großmutter nennt diesen Schritt, also diese kleinen Kügelchen formen, Blühen. Wir finden, dass das Blühen mit dem Schneebesen wirklich sehr einfacher und schneller ist als mit der Hand. Lass uns jetzt die ganzen Mehlbällchen gut dämpfen. Jetzt prüfen wir, ob es nach 30 Minuten genügend gedämpft ist. Die kleinen Mehlbällchen sind gut gedämpft, das heißt, wir können das aus dem Dämpfer herunternehmen. Wenn die gedämpfte kleine Mehlbällchen, wie ihr gerade im Video seht, aneinander klebt, einfach mit dem Löffel kurz trennen. Lass uns jetzt unser Zuckerhonig herstellen. Zuerst 3 Teelöffel Zucker in eine Pfanne geben und karamellisieren lassen. Haltet jetzt die Hitze ein wenig höher als in der mittleren Stufe im Herd. Und Achtung, in diesem Schritt geben wir kein Wasser hinzu, um das Ganze zu karamellisieren. Wenn der Zucker zu schmelzen beginnt und eine braune Farbe bekommt, reduzieren wir die Hitze zu der niedrigsten Stufe. Ansonsten verbrennt unser Zucker aus, bevor er eine dunkle, schöne Farbe bekommt. Halte daher die Hitze niedrig und lasse ihn gut karamellisieren. Unser Zucker ist jetzt gut karamellisiert. Jetzt können wir unser kochendes Wasser hinzugeben und wie ihr jetzt gerade im Video seht, das Ganze gut umrühren. Danach geben wir den restlichen Zucker hinzu und rühren das Ganze um. Jetzt in diesem Moment können wir die Hitze auf die mittlere Stufe hochdrehen und rühren das Ganze weiter. Jetzt geben wir gleich unsere zerdrückte Kardamom hinzu. Hierbei lassen wir die Schalen weg und geben nur die Kardamomsamen hinzu. Geben wir als nächstes den Restsalz hinzu und lassen wir die Mischung wieder gut karamellisieren. Lass uns jetzt mal prüfen, ob die Mischung gut karamellisiert ist. Geben wir nun einen Tropfen der Mischung in eine normale Tasse Wasser. Wenn sich der Tropfen mit dem Wasser vermischt oder ausbreitet, bedeutet das, dass die Mischung nicht gut karamellisiert ist. Unser Tropfen hat sich mit dem Wasser vermischt, also ist unsere Mischung noch nicht gut karamellisiert. Wie ihr jetzt gerade seht, kocht unsere Zuckermischung sehr gut. Die ist jetzt auch ein bisschen klebriger und ein wenig elastischer als vorher. Lass uns jetzt wieder einen Tropfen in eine Tasse Wasser geben und die Karamellisierung prüfen. Wie ihr seht, bleibt der Tropfen an einer Stelle. Der Tropfen hat sich nicht mit dem Wasser vermischt oder ausgebreitet. Das bedeutet, dass die Mischung jetzt perfekt karamellisiert ist. Jetzt können wir unsere gedämpfte Reiskügelchen hier hinzugeben. Danach das Ganze gut vermischen, bis die kleinen Kügelchen den karamellisierten Zucker aufgenommen haben. Jetzt ist unsere Mischung gut vermischt.
Und die Masse ist auch sehr gut klebrig. Das bedeutet, die Mischung ist jetzt fertig und wir können das Ganze auf einen Teller geben. Geben wir die Mischung nun auf einen mit Butter bestrichenen Teller, glättern sie und schneiden das Ganze in Stücke. Dies sind unsere in Stücke geschnittene Valley-Talepe. Jetzt könnt ihr auch sehen, wie das Karamell den Valley-Talepe aufgesogen hat. Jetzt ist es auch sehr weich und sieht auch sehr gut aus. Wir werden jetzt ein leckeres Stück Valley-Talepe mit einer guten Tasse Tee genießen. Probiert ihr selber auch dieses Rezept mal aus. Und hinterlasst einen Kommentar, wie es euch mal gefallen hat und wie es schmeckt. Hat euch dieses Video gefallen, dann vergisst nicht auf das Gefällt mir Button zu klicken und uns zu abonnieren. Auf eure Kommentare würden wir auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen.